Moin zusammen! Nachdem euch mein letztes Video zur MT-09 so gut gefallen hat, werfe ich heute einen Blick auf den neuesten Spross von Ducati. Die neue Ducati Monster 915... Nee, ist das richtig? Nur Monster? Okay. Einfach nur Monster. Und das Internet so? Mamma mia! Die haben doch tatsächlich den ikonischen Gitterrohrrahmen gekillt. Aber bevor wir uns direkt auf das Sakrileg stürzen, schauen wir uns die Schöpfung doch erstmal in Ruhe an. Ich selber fahre eine Monster 821 Baujahr 2015 und war natürlich sehr neugierig auf den neuesten Ableger. Schick ist er ja geworden. Deutlich moderner und technoider als der Vorgänger. Wo bei der Modellpflege von 2015 auf 2018 noch die vorhandenen Linien mit Lineal nachgeschärft wurden, haben die Designer jetzt noch tiefer in den Kubismus-Baukasten gegriffen. Das Design kombiniert kantige und fließende Formen und ja, alles wirkt aus einem Guss. Insgesamt wirkt die neue dynamischer, aber auch beliebiger. Fun Fact: Schiebt man ein Bild der grauen Monster in die umgekehrte Bildersuche von Google, hält die sie für eine Yamaha Tracer. Jedenfalls scheint sie kein Gramm Speck zu viel zu haben. Wenn die 2018er mehr eine Art Kraftsportler ist, ist die neue ein Triathlet. Drahtiger, graziler, schlanker. Vor allem untenrum. Simpler Krümmer, schlanker Endtopf und Schwinge sei Dank. Und von oben sieht man, dass sich die Italiener ausgiebig mit dem Schönheitsideal der Sanduhrenfigur auseinandergesetzt haben. Sie trägt nicht mehr so wuchtig und muskulös auf wie die 821. Kann einem gefallen oder auch nicht. Und sie scheint etwas hochbeiniger zu sein. Seht ihr, wohin der Motor gewandert ist? Das führt zu mehr Bodenfreiheit als bei der 821 und sogar Motard. Ducati, etwas zu viel zu den Nachbarn in Österreich geschielt? Wenn ihr sehen wollt, was sich an der 98 Duke R ändern würde, schreibt's in die Kommentare. Kommen wir nun endlich zum Elefanten im Raum. Weg sind der stilprägende Gitterrohrrahmen und die kunstvoll geschwungenen Krümmer. Alles der Formel Reduzierung aufs Wesentliche zum Opfer gefallen. Ich persönlich hätte mir lieber eine Evolution des Gitterrohrrahmens gewünscht. Erneut den Einsatz von Rundstahl ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und passt nicht zu dem technoiden Style. Verstehe ich ja. Obwohl MV Agusta das Gegenteil beweist. Aber ihn ganz wegzulassen ist schon sehr radikal. Schließlich gehört er ja von Beginn an dazu. 821, 797, 796 oder Urmonster M900. Stattdessen bekommen wir fancy integrierte Blinker. Da muss ich mich fragen, wie wohl der Dialog der Designer ausgesehen haben muss. Hey Leute, ich habe da dieses Bild der Suzuki GSR 600 gefunden. Solche Blinker müssen wir haben. Ganz geil, aber dann kommen wir den Rahmen in die Quere. Ach egal, dann fliegt der eben raus. Blinker sind wichtiger. So cool ich die Spielerei mit den integrierten Blinkern ja finde, wenn ich mich entscheiden müsste, Blinker oder Rahmen, dann Rahmen. Also ran ans Werk. Aber vorher korrigieren wir fix die Pressebilder. Wie man hier sehen kann, läuft der Auspuff wieder schön bräunlich an. Ich persönlich liebe ja diesen Ton. Frisch aus dem Werk scheint das noch nicht so zu sein. Also kurz mal an der Farbe drehen. So, für den Rahmen denke ich an eine reduzierte Interpretation aus altem und neuen Rahmen. Aber seht selbst. Erstmal legen wir den neuen Rahmen frei. Bei der 821 entstanden durch die Verstrebungen viele Dreiecke. Das sollten wir wenigstens einmal zitieren. Dann schnappe ich mir diese hübsche Boomerang-Strebe. Stichwort Reduzierung aufs Wesentliche. Noch eine ausgeprägte Reliefkante. Den Tank anpassen. Fertig. Und nein, ein roter Rahmen passt hier nun wirklich nicht mehr. Wir haben keinen lackierten Stahlrahmen mehr, sondern Aluguss. Next, Krümmer. Vorbei sind die Tage des glühenden Innenschenkels. Aber nur dieser Stummel da unten befriedigt mich halt auch nicht wirklich. Leichtbau hin oder her, wenigstens ein Krümmerschwung muss zurück.
Der oben verlaufende Schwung wie bei der Motard wäre der absolute Hammer. Ob da genug Platz zwischen Heckrahmen, Schwinge und hinterer Fußrastenanlage ist? Ja, außerdem hat sich Ducati Reduzierung auf die Fahne geschrieben. Dann aber wenigstens den vorderen Schwung der 821 bzw. der 1200er. Geil, passt wie angegossen. Wirkt gleich viel kräftiger. Und, ach ja, Blinker. Dann halt hierhin. Kommen wir nun zur Kosmetik. Was habt ihr euch eigentlich bei diesen verschnörkelten, kleinteiligen Zahnriemenabdeckungen gedacht? Hier noch eine Kante, da noch eine Riefe. Mal etwas aufräumen. Und der Kühler ist mir irgendwie zu simpel vorne dran geschraubt. Es muss ja nicht die ausladende Vollverkleidung der 1200er sein, aber die äußeren Wangen klauen wir uns mal. Reduzierung, bla bla bla. Für mich sieht das nach Sparkurs aus. Noch ein dickes Lob zwischendurch. Danke für den Erhalt eines echten Endtops. Nicht diese versteckten Dinger da unten drum. Ich weiß noch nicht, was ich von der schwarz glänzenden Federgabel halten soll. Müsste die matt? Was ich aber weiß, dass ich nichts davon halte, schon wieder auf eine einstellbare Federgabel zu verzichten. Oder dafür bezahlen zu müssen. Die fast 1500 € günstige MT-09 hat sogar eine voll einstellbare Front. Es muss ja nicht gleich eine Ölens sein, aber da wir ja beim Wunschkonzert sind, rein damit. Fertig. Perfekt. Und noch fix in der Ansicht. Fertig. So gefällt mir der Hobel gleich viel besser. Eine Kombination aus traditionellen und modernen Elementen mit Erhalt der kantigen und fließenden Formsprache. Was haltet ihr denn vom Design der neuen Monster? Und meinen Korrekturen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.